Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2024 mit dabei. Bei mir zu Gast waren Oliver und Simone vom Bundesverwaltungsamt und wir haben über das Thema Testkonzepte gesprochen. Wenn ich an Amt und Testkonzept denke, denke ich an ein paar hundert Seiten Word-Dokumente, die keiner liest und dabei das Thema Test in den Projekten auch noch als Störfaktor ansieht. Dass es auch anders geht, zeigen uns die beiden mit ihrem QS-Baukasten und ihren leichtgewichtigen Testkonzepten. Also lasst euch überraschen. Viel Spaß! Hallo Simone, hallo Oliver, schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. QS-Tag 2024 in Frankfurt. Wir haben gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, ob er schon mal ein paar Mal hier war oder das erste Mal und so. Ist ja eine tolle Veranstaltung. Bin auch immer wieder gerne hier. Gute Vorträge, so wie eurer, der auch noch kommt. Ne? Ja. Genau. Und ich habe euren Abstract gelesen und da hatte ich so einige Störer drinnen. Also da stand Bundesverwaltungsamt und dann stand was von agil und leichtgewichtig und Testkonzept oder Teststrategie. Und da habe ich gedacht, das passt alles nicht zusammen für mich. Aber ihr macht das. Wir machen das. Ja, also soweit der Plan. Und wir entwickeln uns da auch, glaube ich, ganz gut hin mit den Ideen, die wir da haben. Ja, und die wollten wir heute, oder eher gesagt morgen, vorstellen. Ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt? Weil ich sage mal, jetzt Behördenumfeld ist ja relativ starr in meiner Wahrnehmung, ne? Oder relativ auch mit V-Modell XT, da kann man irgendwie so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob es noch genutzt wird, aber sehr, sehr mächtig und sehr mit viel Overhead und so. Wie habt ihr euch dem genähert und warum überhaupt? Das ist richtig, wir sind traditionell verpflichtet aufs V-Modell XT des Bundes und das hat sich auch viele Jahre bewährt. Immer dann, wenn Anforderungslagen klar sind, also typischerweise durch Gesetze oder Verordnungen des Bundesverwaltungsamts, den Auftrag gekriegt hat, ein bestimmtes Fachverfahren durchzuführen. Für uns war so ein Eye-Opener die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. Und da musste innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Verfahren aufgestellt werden. Da war der Gesetzesbeschluss noch gar nicht erfolgt. Da mussten wir schon anfangen und das nach und nach dann anpassen an die Gesetzeslage. Und da hat sich das agile Vorgehen bewährt. Wir hätten das, glaube ich, nicht anders geschafft. Und seitdem bauen Simone und ich, aber auch noch andere Kollegen, das Thema agile Transformation im Amt immer weiter aus. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also wie arbeitet ihr agil oder wie kriegt ihr das? Nutzt ihr da Frameworks oder ist das eher auch ein dynamischer Prozess, wie ihr da hingekommen seid? Ja, dynamisch. Ja, nee, es ist tatsächlich ein Prozess. Ne? Irgendwie. Und ja, das Problem ist, es ist wirklich so dieses Anti-Pattern. Ne? Wir haben viele Hierarchien, wir haben die unterschiedlichsten Organisationseinheiten. Und es ist tatsächlich jetzt so ein Weg der kleinen Schritte. Ne? Alle schreien auf der einen Seite nach Standardisierung. Na, wir stehen da irgendwie mit über 150 Fachverfahren, von Kleinstverfahren zu Riesenverfahren. Wir arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen, einmal im Entwicklungsbereich, im Testbereich. So, und dann ist es da tatsächlich schwierig, welche Standardisierung hinzubekommen. Und wir haben uns da tatsächlich irgendwann auch mal geweigert, irgendwelche schwergewichtigen Konzepte zu schreiben, Teststrategien zu erstellen, die in der Schublade landen. Und nichts anderes passiert ja tatsächlich damit. Und versuchen jetzt mit kleinen, kontinuierlichen Schritten da tatsächlich so einen kleinen Wandel zu vollziehen. Also, dass der jetzt vollzogen ist, davon sind wir tatsächlich, glaube ich, auch noch entfernt. Ne? Aber es sind, glaube ich, tatsächlich die kleinen Schritte, die es dann ausmachen. Und wir einfach überlegt haben, was können wir konkret machen, womit können wir tatsächlich den Kollegen helfen. Und es ging, glaube ich, ein bisschen damit los, dass wir auch das Problem haben, dass viel Test-Know-how einfach bei den Externen liegt. Das haben wir wirklich im Laufe der letzten Jahre verloren, weil so viel die Externen übernommen haben.
Und wir einfach überlegt haben, wie gelingt es uns wieder, das Wissen einfach unter den Kollegen zu vermitteln, wie kriegen wir diesen Wissenstransfer hin. Und da haben wir eigentlich angefangen mit unserer Community of Practice, die wir seit über 5 Jahren haben, wo wir auch gesagt haben, wir haben alle die gleichen Probleme, wie wir da sitzen. Ne? Da muss ja jetzt nicht wirklich jeder alles neu erfinden. Und wir brauchen jetzt auch keine Lehrbuchlösungen, die wahrscheinlich auf die Behörde nicht passen, sondern wir brauchen einfach Ansätze, die funzen, die wir einmal funktioniert haben, die wir vielleicht woanders übernehmen können. Genau, und dann haben wir das etabliert, dass wir uns wirklich einmal im Monat treffen und dann eigentlich basierend auf so Werkstattberichten, ne, wo wir dann tatsächlich Leute aus dem Projekt haben, die dann erzählen, was sie gemacht haben, wo wir Kontakte herstellen, wo der andere sagt, ach Mensch, guckt mal, da sitzen wir jetzt schon seit Monaten dran, da schließen wir uns mit denen mal kurz. Ne? Und das war so dieser Einstieg irgendwie in diese pragmatische Wissensvermittlung. Und dann hapert es aber in vielen Ecken halt auch einfach an dieser normativen Wissensvermittlung. Ne? Was wäre jetzt wirklich sinnvoll, wenn man das einfach wüsste? Ne? Und dann so mit Schulung ist ja dann auch immer irgendwie so ein Thema. Ja. Ist das jetzt so schwergewichtig? Oder dann saßen sie in der Schulung, da wird es wieder nicht gebraucht. Dann ist dann auch immer wieder so eine Fluktuation auch drin. Keiner fühlt sich irgendwie verantwortlich. So, und dann haben wir tatsächlich unseren QS-Baukasten entwickelt. Magst du auch was sagen? Ja. Also die Beobachtung ist ja ganz richtig. Ne? Das BVA, das ist eigentlich, man könnte sagen, ein Anti-Pattern zum agilen Vorgehen. Ja? Das ist eine riesen Organisation, über 6.000 Mitarbeitende, verteilt über 20 Liegenschaften in Deutschland, unterstützt von zahlreichen externen Dienstleistern, die auch verteilt sind über Deutschland, zum Teil im Nearshore-Bereich arbeiten. Eine differenzierte Hierarchie, unterschiedliche Organisationseinheiten, also Fachbereiche getrennt von IT. Das zieht alles eine gewisse Schwerfälligkeit und Langsamkeit nach sich, die ja durch das Agile überwunden werden soll. Und Simone hat es gerade schon gesagt, wir haben mit der Community of Practice Leute erstmal zusammengebracht. Die waren verteilt in 150 Projekten, die Fachverfahren bearbeiten. Und alle machen so die gleichen Erfahrungen eigentlich. Ne? Und wir haben das ist sehr erfolgreich gelaufen bis jetzt. Wir haben die zusammengeführt in der Community. Die ist maximal 10 Mal im Jahr, so ungefähr, 6 bis 10 Mal, je nachdem wie viel Zeit wir haben, wie viele Themen wir generieren. Und immer 70 bis 80 Leute, was schon, finde ich, ein sehr guter Wert ist. Und dadurch kommen Dinge ins Rollen, dann sind auch Sachen möglich. Ne? Gleichzeitig haben wir propagiert so leichtgewichtige Prozesse in Projekten. Also wir orientieren uns da an den Mikrostrukturen der Liberating Structures. Ah ja, okay. Das sind Sachen, die wir sehr gerne einsetzen und die auch die Leute gerne anwenden. Das finden die alle toll. Ne? Und das Dritte ist jetzt das, was wir morgen vorstellen, der Test- und QS-Baukasten. Das ist also ein modulares Konzept. Ich muss nicht mehr ein riesen Konvolut durchlesen, 120, 150, teilweise 300 Seiten, Testhandbuch oder also so die typische Schrankware. Ne? Ja. Kennt ja jeder. Ne? Sondern du kannst in der Situation, in der du gerade ein bestimmtes Wissen brauchst, greifst du da rein wie in so einen Bücherschrank, holst dir da so ein Heftchen raus und das ist genau die Lösung für dein Problem, was du im Moment hast. Du kannst dich da selbst bewerten, das ist so ein Self-Assessment, eine kleine Reifegradmessung und du kriegst von uns immer sehr konkrete Schritte, Verbesserungsschritte beschrieben. Ne? Hast du da ein Beispiel von uns, dass wir das ein bisschen konkreter machen können, was da so drinnen ist in diesem Baukasten? Ja, also das fängt an mit Anforderungsmanagement. Das sind die Teststufen, Komponententest, Integrationstest, Systemtest und so weiter. Da haben wir zum Beispiel ganz häufig die Schwierigkeiten, dass
externe Entwicklungsdienstleister sich zwar um die unteren beiden Teststufen kümmern, aber die Ergebnisse nicht wirklich transparent weitervermittelt werden, sodass die darüber liegenden Teststufen eigentlich gar nicht von profitieren. Ne? Dann haben wir drin Testentwurfsverfahren, so ein Thema wie Traceability, ne, was wir enorm wichtig finden und was ganz häufig von Anfang an nicht gemacht wird. Ne? Also es ist, wenn du das anfänglich machst, hast du einen ganz geringen Aufwand, aber wenn du versuchst im Nachhinein Traceability reinzukriegen von deinen Testfällen hin zu den Anforderungen, ist das eine Riesenarbeit. Also man muss es wirklich von Anfang an machen. Review-Arten sind drin, ne? Barrierefreiheit, Testdaten. Also man kann sagen, also es ist natürlich, orientiert sich an der ISTQB-Prozessmodell und an den Softwarequalitätsmerkmalen aus der ISO und unserer eigenen Erfahrung. Das sind so Dinge, die im BVA oder vielleicht im Behördenbetrieb gerne mal untergehen. Das heißt, der Kasten ist schon auch transformiert quasi an euren Projekten und den Needs, die auch die Fachleute haben, wenn die jetzt zum Thema Testen rankommen oder wenn ein Projekt jetzt testen möchte, dass sie sich quasi das rausziehen können, was sie da brauchen. Ja, genau so ist es. Und vielleicht erläutern wir einfach mal, wie da auch aufgebaut ist, so diese Bausteine an sich. Das geht los mit der ISTQB-Definition, dass man einfach auch so ein gemeinsames Wording hat. Ne? Dadurch, dass du ja irgendwie auch unterschiedliche Dienstleister drin hast oder mit wem du zu tun hast. Ja. Das ist tatsächlich phänomenal, wie man aneinander vorbeireden kann. Ne? Und dass wir es endlich mal schaffen, allein in dieser Definition, die da oben drüber steht, einzusteigen. Vielleicht ist es noch ganz interessant zu sagen, dass wir das Ganze in Confluence aufgezogen haben, ne? Und dann die Seiten untereinander verlinkt sind. Ne? Irgendwie. Aber es ist so auch so ganz nett zu gucken und zu handeln tatsächlich. Ne? Und wir haben dann also tatsächlich diese Definition und dann fangen wir mit einer Anwendergeschichte an, die wir uns, also was heißt wir? Oliver und noch ein Kollege, sind großartigen Geschichten schreiben, die alle erfunden sind, aber die alle so tatsächlich irgendwie bei uns hätten passieren können. Ja. Und es ist ganz großartig. So, und dadurch, dass man irgendwie diese kurze Geschichte liest, findet man, glaube ich, so einen netten Einstieg in diese ganze Thematik. Okay. Und denkt sich, ach, guck mal, und deswegen soll ich das jetzt hier vielleicht machen. Ja. Und das wirft ja so ein ganz anderes Licht. Und man hat auch noch geschmunzelt. Und unsere Hoffnung ist dann auch, dass man mit so einem Schmunzeln dann den Rest liest. So, und dann beschreiben wir dann auf möglichst einfache Art und Weise, was mit diesem Thema erreicht werden soll, warum es das Thema Testdaten jetzt zum Beispiel gibt. Und haben dann aber auch versucht, das unterschiedlichst aufzuarbeiten. Es gibt ja ganz viele YouTube-Filmchen oder so, ne, wo wir dann auch, weiß nicht, Thema Komponententest oder so, und tatsächlich auch irgendwie diese Filme verlinken. Ja. Ne, weil manchmal ist es ja tatsächlich angenehmer, sich jetzt irgendwie so in 2 Minuten YouTube anzugucken, als irgendwie einen langen Text zu lesen. Man hat ja auch die unterschiedlichsten Lerntypen da sitzen. Genau, und wir haben dann die Anwendergeschichte, die Beschreibung. Wir haben dann einen Reifegrad zu den einzelnen Bausteinen. Ne? So angefangen bei Initial, wo gar nichts oder ad hoc irgendwas passiert, ne, bis hin zu kontrolliert. Und das dann aber auch speziell auf diesen Baustein dann zugeschnitten. Und wir haben tatsächlich unten immer noch viele Verlinkungen für, das will ich jetzt detaillierter wissen, da brauche ich mehr Informationen, wo kann ich das nachlesen. Ne? Dass wir entweder tatsächlich Buchtipps geben oder irgendwas Interessantes selber im Internet gelesen haben und dann auch verlinken. Ne? Und wir wollen das ja nicht alles neu erfinden, was wir da erzählen, sondern wir wollen es irgendwie nett aufarbeiten, dass die Kollegen irgendwie so ein bisschen Spaß dabei haben, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Und dann haben wir noch eine kleine Wissensdatenbank dabei für Themen, die jetzt nicht so ausführlich sind, dass es uns da gelingt, einen Baustein draus zu machen. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja, und was viel verlangt wird, sind so Vorlagen, ne? Templates. Genau. Also wie schreibe ich ein Protokoll? Ne? Oft sogar, wie schreibe ich einen Testfall? Ja? Habt ihr da irgendwie eine Vorlage? Sowas ist auch drin.
unser Wissensmodell ist sozusagen vielschichtig. Ne? Du kannst auf der obersten Ebene bleiben, ganz oberflächlich, wenn du willst. Ja, dann kriegst du Zusammenhänge nicht so tief erklärt und du kannst durch den Hypertext bis in die Tiefe gehen, bis in wissenschaftliche Artikel rein, wenn dich das wirklich noch mehr interessiert. Und ich glaube, wir haben von Anfang an auch immer einen Benutzer im Auge gehabt. Also wir haben sehr viele Feedbackrunden gemacht mit unseren Mitarbeitern. Was wollt ihr? Wie kann das gut aussehen? Und da ist zum Beispiel auch klar geworden, dass die Leute Begründungszusammenhänge brauchen. Die wollen wissen, warum soll ich jetzt Dinge anders machen? Ja. Ne? Warum soll ich mich verbessern? Ne? Das war ja, bis jetzt habe ich in meinem Silo gesessen. Ja, habe mein Arbeitsergebnis über den Zaun geschmissen und ja, war ja auch alles gut. Ja. Ne? Ja, weil die kriegen das Ende nicht mit, ne? Ja, den gesamten Prozess. Aber im Agilen willst du ja gerade, dass das Team eine gemeinsame Verantwortung hat, ne? Und sich committet auf höchste Produktqualität. Das heißt, jeder muss eigentlich aus dem Silo raus, ne? Und sein Wissen und seine Energie da einbringen. Ne? Ja, und ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, auch, oder den Ansatz, den hatte ich nämlich jetzt auch so im Hinterkopf rausgehört oder so für mich schon gedacht, dass das ja eigentlich total zielgruppenkonform ist, ne, was ihr da gemacht habt und eben nicht diese Schrankware, die keiner liest, sondern wirklich schauen, was brauche ich, auf welchem Level. Der eine guckt gern ein Video, der andere will mehr das Paper sehen. Dann kann ich mich selber noch quasi pro Modul in so ein Assessment reingeben, ne, kann mal schauen, wo stehe ich denn eigentlich. Also das ist ja schon sehr, sehr nah am Anwender. Ne, und also das, was ich jetzt so raushöre, das macht natürlich schon viel aus. Ne? Ja. Und es wird zu jedem Baustein auch eine 4-stündige Übung geben. Wir haben jetzt 3 fertig, müssen auch noch ein bisschen machen im nächsten Jahr, weil wir haben gesehen, es gibt auch Leute, die müssen Dinge einfach mal ausprobieren. Ja? Also so im Sinne, schreibe einen Test mal mit Grenzwertanalyse und dann wird er Genau. durchgeführt. Ja. Also, Schreibt das einfach mal auf Papier, wir sitzen daneben und ihr könnt euch ja untereinander abstimmen. Aber die müssen die Sachen einfach mal machen. ja. Und denen kann man es 100-mal erklären, aber Ja. so sind halt die Lerntypen unterschiedlich. Ne? Was sind denn eure Erfahrungen? Jetzt habt ihr das ja schon ein bisschen auch im Einsatz. Die Anwender, wie nehmen die das an und gibt es Effekte in den Projekten? Merkt ihr das auch? Kriegt ihr das Feedback? Das hat super geklappt, da haben wir mehr Fehler gefunden als sonst. Der Produktiv war jetzt super oder was auch immer. Ja, wir sind seit Juli im Feldeinsatz. Wir haben uns ein Projekt rausgesucht, das eine gewisse Schieflage hat. Und wir, also auch schwere Kommunikationsstörungen, da haben Leute teilweise nicht mehr miteinander geredet und so, also war schon richtig heftig. Und es gab eigentlich nicht so eine wirklich risikobasierte Teststrategie. Ne? Es gab keine Prioritäten, sondern mit der Gießkanne wurde immer komplett drüber gegangen. Und dadurch sind unendliche Verzögerungen aufgetreten. Und da sind wir jetzt dabei, haben 3 so Felder rausgearbeitet, wo sich das Projekt bis Ende November verbessern kann. Die sind auch zum größten Teil schon abgearbeitet. Und was wir eben auch machen, das haben wir in anderen Projekten gelernt, wir messen regelmäßig die Stimmung, ganz simpel. Ne? Wie fühlst du dich gerade? Ja. Ne? Und das ist entscheidend auch für ein Teambuilding und für ein gutes Zusammengehen im Team. Ne? Verstehe. Und da verbessern sich die Werte. Ja. Gerade, ne? Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr macht gerade schon Übungen auch, das ist so der Next Step, da fehlen noch welche. Was sind denn so die nächsten, habt ihr so eine Roadmap, wo ihr sagt, das wollen wir da noch reinbauen oder das sind so Punkte, die stehen für nächstes Jahr noch auf dem Zettel dafür? Also was auf jeden Fall auf dem Zettel steht, ist tatsächlich so ein Baustein, wie benutze ich den Baukasten, wie kann ich den anwenden? Dann kann man ja auch auf die unterschiedlichsten Arten rangehen. Irgendwie, das war tatsächlich so ein Rollout-Baustein darstellen, den finden wir tatsächlich wichtig. Haben wir eine Schulungsprio gerade, einen Workshop? Weiß ich jetzt Unser gar Schulungskonzept sieht unterschiedliche Wichtigkeiten für unterschiedliche Rollen vor. Ne? Also wir haben natürlich im BVA noch unsere gewohnten Rollen, Komponentenverantwortlicher, Projektleiter und. Und wir haben gesagt, wir machen diese Übungen so, dass die für eine bestimmte Rolle passen. Ne? Du musst nicht alle machen, du kannst 5 oder 6 machen, die dich dann weiterbringen.
Das, denke ich, machen wir jetzt erstmal weiter für die Leute, die auf der operativen Ebene weiterarbeiten. Also da wird zum Beispiel Testentwurfsverfahren, das ist ganz wichtig. Ne? Berichtswesen. Also nicht nur selber Berichte schreiben, sondern entgegennehmen und verstehen. Ne? Ja, also und auch einfordern. Ich möchte die und die Informationen haben, weil was sonst ganz häufig passiert ist, dass gerade externe Dienstleister machen das ja, die generieren dann da irgendwas zusammen, dann kriegst du da so ein Konvolut von HTML-Seiten. Ja. Und viel hilft viel, ne? Genau. Und kannst dann sehen, wie du damit klarkommst. Ne? Das hilft dir nur unwesentlich weiter. Ja, klar. Ne? Ja, also das ist ganz wichtig und da richten wir uns aber auch nach den Bedarfen der Benutzer. Ja. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir das in Q1 veröffentlichen wollen als unter einer Creative Commons Lizenz. Also aller Voraussicht nach auf der Open Code Plattform. Das ist spannend. Du hast mir jetzt die nächste Frage vorweggenommen, weil ich gedacht habe, das ist doch für viele andere Behörden auch spannend, ne? Also gerade in dem Kontext. Das heißt, ihr geht damit auch raus. Wir gehen damit raus. Du kannst das dir dann angucken, runterladen, verändern, wie du möchtest. Schön wäre es, wenn wir deine Änderungen mitkriegen, weil wir wollen auch lernen und uns weiterentwickeln. Und übernehmen natürlich keine Haftung, keine Gewährleistung, das können wir nicht. Ne? Ja. Aber wir sehen das schon, wir haben da relativ viel Arbeit und Geld reingesteckt und warum soll es das nicht anderen auch zugutekommen? Und wir haben schon etliche Anfragen gekriegt. Ja, also, ich glaube, der Bedarf ist da. Ne? Also das würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall. Ja, klasse. Das heißt, wenn die Folge online geht, wir wissen ja noch nicht genau, wann sie eingeplant wird, aber falls es dann schon da ist, packen wir das natürlich auch gerne in den Links mit rein oder liefern das nach. Also das ist natürlich spannend auch. Finde ich auch eine tolle Initiative, dass ihr das so auch öffentlich macht, eure Arbeitsergebnisse da und auch anderen helft. Ich glaube, das kann schon in dem Umfeld auch einiges bewirken und zu besserer Qualität beitragen. Ja, und sei es, dass du aus unseren Fehlern lernst. Genau, so ist es. Ja, besser machen geht immer. Ne? Liebe Simone, lieber Oliver, vielen Dank, dass ihr hier wart und das vorgestellt habt. Ich finde das eine sehr spannende Initiative. Ich habe meine Testerkarriere im Behördenumfeld begonnen und jetzt habe ich ein Geheimnis ausgeplaudert. Und da hätte ich mir sowas gewünscht damals. Ja. Also, sehr schön, dass ihr das macht. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier am QS-Tag und viel Erfolg für euren Vortrag. Danke, vielen Dank. Dank.